Die Deutschen rüsten auf. Der Umsatz von Elektroschockern oder Pfeffersprays hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Auch der Verkauf von Schreckschusspistolen ist massiv gestiegen. Viele Kunden begründen es mit der Angst vor ausländischen Kriminellen. Die neue Einbruchsstatistik könnte den Trend zum bewaffneten Selbstschutz weiter verstärken. Die Berliner Waffenhändlerin Katja Triebel verteidigt das. Legale Schusswaffen in Haushalten sind keine Gefahr. Denn wer sich unsicher fühlt, muss das Recht haben, sich zu verteidigen. Schusswaffen in den richtigen Händen können Leben retten. Deswegen fordert sie, jeder zuverlässige Bürger sollte eine Waffe besitzen dürfen. Und wir sind froh, dass wir Sie jetzt bei uns begrüßen können. Katja Triebel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Frau Triebel, Pfefferspray, Schreckschusspistolen, heißt es, sind ausverkauft? Ist das eigentlich jetzt nur eine Zeitungsente oder ist das wirklich so, dass Sie das gemerkt haben? Bis Mitte Januar waren die ausverkauft. Das ging über den Jahreswechsel? Ja. Vor allem? Ja, also der große Boom der Schreckschusswaffen ist nicht Verteidigung, sondern Silvester und Pyrrhus. Das bedeutet, dass immer zum Jahreswechsel fast alle Schreckschusswaffen ausverkauft sind und dann die Industrie langsam wieder nachliefert. Das schafft die normalerweise in 4 Wochen. Und das schafft sie bis heute nicht. Und jetzt haben wir April. Haben Sie neue Kunden eigentlich auch? Also Leute, die neu in Läden kommen, wie den Ihren? Ja. Was sind das für welche? Insbesondere nach Köln kamen ganz viele Leute ins Geschäft. Und der erste Wort war, ich bin Pazifistin, aber, oder ich habe noch nie eine Schreckschusswaffe oder Pfefferspray in meinem Haus gehabt, aber jetzt bitte das Programm. Jetzt sind Sie ja nicht so wie der Kollege hier aus dem Laden in Amerika, der da mit einem Schnellfeuergewehr steht und das auch verkaufen darf. Was wollen denn die Menschen kaufen? Wie viel wissen Sie darüber, was sie kaufen dürfen? Die Leute sind ziemlich aufgeklärt. Also es kommt kaum jemand in ein deutsches Waffengeschäft und möchte etwas haben, was illegal ist. Also bei uns ist erlaubt Elektroschocker, die sind seit Oktober ausverkauft. Okay. Es gibt nur noch 3 vom zugelassenen Elektroschocker, die sind halt alle. Ja. Es gibt Pfefferspray zur Tierabwehr zugelassen. In Notwehr darf man die dort auch benutzen, um sich in anderen Situationen zu verteidigen. Ja. Und es gibt die Schreckschusswaffe für zu Hause, wobei die Gaspatronen, mit denen man sich wirklich wehren kann, auch ausverkauft sind. Und dann gibt es den kleinen Waffenschein, wenn man mit der Schreckschusswaffe auf der Straße laufen möchte. Und den haben auch jetzt mehr? Ja, und in Österreich ist das ein bisschen anders. Wenn man da 18 Jahre alt ist, dann darf man sich eine Schrotflinte kaufen. Dann geht man in ein österreichisches Waffengeschäft und sagt den Wunsch. Dann wird im Ministerium nachgefragt, ob ein Waffenverbot da liegt. Wenn das nicht vorhanden ist, gibt es eine 3-tägige Abkühlungsphase. Und ich finde, man sieht das, das ist nicht im Affekt, nicht innerhalb von 4 Stunden. Es dauert 3 Tagen. Wenn er nach 3 Tagen die Waffe immer noch will, dann kriegt er sie erst. Aha. Und in Österreich sind seit Oktober Schrotflinten ausverkauft und auch Gummischrot. Und da die Nachfrage nach Gummischrot ein nicht letales, also Gummischrotprügeln, größer ist als das Angebot, sieht man ja, dass sich manche Leute zum Selbstschutz bewaffnen wollen. Ansonsten bräuchte man kein Gummischrot. Für die Hasenjagd nimmt man was anderes. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, doch noch mal, wenn Sie so von Österreich reden, höre ich da heraus, dass Sie das gerne in Deutschland eigentlich auch so hätten oder dass Sie es nicht verstehen, warum bei uns das alles anders läuft? Ich verstehe nicht, warum das bei uns alles anders läuft als in Österreich, ja. Sie sagen, selbst wenn jeder Haushalt eine Waffe hätte, wäre das Leben sicherer. Inwiefern? Nein, ich sage, es wäre nicht unsicherer. Okay. Es ist ein großer Unterschied. Nummer 1, nicht jeder braucht so etwas. Manche Leute haben davor mehr Angst, dann führt es zu mehr Unsicherheit. Aber wenn die Regierung glaubt, wenn eine legale Waffe im Haus ist, kommt es zu Affekten und das Risiko steigt, dann sage ich, das stimmt nicht. Nummer 1. Ausgebildete und wissende Leute, die legal eine Waffe besitzen, kennen sich ins Waffengesetz aus. Die wissen, was Notwehr, Nothilfe, Notwehrexzess ist. Aber wer ausgebildet ist, kann doch in Deutschland jetzt schon. Also Sport, nein, das ist viel zu kompliziert. Jäger. Also sagen wir mal, der 18-Jährige, der in Österreich eine Schrotflinte kaufen kann, der ist ja noch nicht ausgebildet grundsätzlich. Nee, kann in es Österreich trotzdem nicht. So, würden Sie das gerne auch in Deutschland haben, dass jeder einfach eine Waffe kaufen kann? Nee, einfach möchte ich nicht. Aber die Auflagen, um eine legale Waffe zu
zu kaufen zu dürfen und sie auch besitzen dürfen, die sind einfach zu stark. Das heißt also, und nochmal zu diesem Spruch, warum ich nicht glaube, dass es unsicherer wird. Schönes Beispiel. Eine Jägersfamilie hat ihre Kinder schon früh an die Waffen herangeführt. Das passiert einfach beim Putzen, wenn man auf der Jagd ist, beim Wegschließen. Das heißt nicht, dass die Kinder an die Waffen rangehen. Für die sind Waffen nichts Anormales. Die sind auch nichts etwas, was mit Gewalt zu tun hat. Das ist ein Werkzeug mit Respekt und das dürfen nur Mami und Papi nehmen und dann weiß man das. Als die Klasse von der Jägersfamilie zum offenen Tag der Polizei gegangen ist, waren es die beiden Jägerskinder, die sich fürs Funkgerät und das Motorrad interessiert haben. Weil sie die Waffe schon kannten? Die hatten überhaupt kein Interesse an der Pistole. Aber Sie wissen, dass der Schütze von Winnenden die Waffen des Vaters einfach nehmen konnte und damit viele Menschen getötet Der Vater hat einen großen Fehler gemacht. Der hat die Waffe außerhalb des Schrankes aufbewahrt. Aber der Respekt des Kindes vor der Waffe scheint nicht da gewesen zu sein. Und er hat auch, der Junge war ja wohl Tischtennisspieler, passionierter in seiner Jugend. Also es ist auch kein Heranführen. Und dann gibt es natürlich immer etwas aufgeklärtere Eltern und ein paar dümmere Eltern, sicher. Sie sagen, also jeder verlässliche Bürger sollte eine Waffe haben können. Da wären wir bei der Frage, wer ist ein verlässlicher Bürger? Ein weites Feld. Hätten Sie denn, also die beiden haben Einbrüche überlebt. Herr Bär, Frau Amado, haben Sie einen Moment lang gedacht, es wäre gut gewesen? Sie ja nicht, Sie haben ihn nicht getroffen, aber Sie, Herr Bär, ich hätte was gehabt, womit ich mich verteidigen kann? Nein, also einen Moment lang habe ich das vielleicht gedacht, aber es waren zwei Täter, dann hätte ich den einen vielleicht kalt gestellt irgendwie und der andere hätte mich dann kalt gemacht. Und dann hat mir die Polizei gesagt, also ich hatte danach Aggression gegenüber den Täter, ich hätte ihn gerne mit einer Schaufel vors Knie geschlagen. Und dann sagt er, gut, dass Sie es nicht gemacht haben, weil die Sekunde, die Sie zögern, zögert der nicht. So, also ich bringe mich dann damit in Gefahr. Ne? Und ich, nach meiner Erfahrung und nach dem alles, was ich gelernt habe, ist, wenn man Waffen hat, ist man geneigt, sie einzusetzen. Also das führt zur Eskalation. Deswegen, das sieht man auch an Zahlen aus Amerika. Ja. Früher ist Australien 1996 nach dem Massaker hat man deutlich nach der Begrenzung der Waffen im Privathaushalten hat man einen deutlichen Rückgang gemerkt. Ja. Bei meinem Nachbar gab es einen kleiner Junge von 12 Jahren und ist auch an den Schrank des Vaters und hat seinen Freund getötet. Ja, also auch nicht ja, aber das kann alles passieren. Da können schreckliche Dinge passieren. Aber das wird doch zum Wettrüsten. Ja. Also wenn wir Bürger uns bewaffnen, meinen Sie denn, dass die Einbrecher das dann nicht auch machen? Also erstmal zu Amerika. Es ist so, dass in amerikanischen Großstädten die Mordrate sehr hoch ist und auch die Gewaltrate. Auf dem flachen Land haben wir europäische Gewaltdelikte. Dann ist es so, dass die meisten Sachen dort unterhalb der Gangmitglieder stattfinden. Das ist auch bei uns der Fall. Wenn also ich sage, nicht mehr Waffen führen automatisch zu mehr. Es kommt ja auch darauf an, wie die Ausbildung ist, also welche Auflagen wir haben. Ich denke mir, wir in Deutschland würden einen Deeskalationskurs und wie verhalte ich mich im Fall eines Falles einfach als Auflage machen, weil wir sind ja immer sehr präventiv. Das bedeutet ja nicht, dass wenn ich eine Schusswaffe zu Hause habe, dass ich die einsetze, sondern man wählt erst die 110, verbarrikadiert sich in sein Zimmer und hofft, dass der Einbrecher geht. Das klingt doch vernünftig, Herr Fiedler. Nein, da klingt gar nichts dran vernünftig. Wir diskutieren ja hier offenbar über eine gesellschaftliche Gewaltspirale. Also das wäre für mich die Überschrift Aber es dessen. Man muss mal feststellen, also nicht nur Frau Trebel, sondern eben andere merken, die also in solchen Läden ihre Dinge verkaufen, merken, dass es einen Run dahin gibt. Damit müssen sie sich auseinandersetzen als Polizist. Damit haben wir uns schon vorher, also wir haben die Entwicklung vorhergesagt. Andersrum wird ein Schuh raus. Also zu dem, was ich vorhin über die private Sicherheit geredet habe, das gehörte mit zu dem, was wir vorhergesagt haben. Das heißt, immer da, wenn der Staat im Verhältnis zu den Herausforderungen, die die Kriminalitätsentwicklung mit sich bringt, zu schwach wird, dann ist eine logische Konsequenz dessen, dass der Bürger sich erstens unsicherer fühlt, dass er zweitens, wenn er Geld hat, sich private Sicherheit leistet und drittens natürlich zu solchen Dingen greift. Und mich interessieren Statistiken an dieser Stelle gar nicht so sehr. Ich habe den amerikanischen Präsident weinen sehen vor den Mikrofonen.
Und das hatte das war einer von vielen Amokläufen, die Amerikaner zur Kenntnis nehmen mussten. Und das hat er deswegen getan, weil die amerikanische Waffenlobby so übermächtig ist, dass selbst der Präsident der Vereinigten Staaten es nicht im Griff hat, entsprechend Gesetze zu erlassen, die das Ganze eindämmen. Und das möchte ich hier überhaupt nicht in Deutschland. Ganz im Gegenteil, ist auch aus Sicht der Polizei keine gute Entwicklung. Passieren, ist die amerikanische Gesellschaft übrigens sehr gespalten. Weil die Hälfte sagt nämlich auch das, was Sie sagen. Wären da mehr Waffen gewesen, dann wäre das gar nicht passiert. Ja, das ist eine groteske Argumentation. Wissen Sie das? Ja. Aber das ist Eine groteske. Dann gebe ich Herrn Stuth die Frage weiter, die hier also wir gehen nicht nach Amerika, sondern wir gehen nach Österreich, wo offensichtlich der Staat in seine Bürger, verlässliche Bürger, mehr Vertrauen hat als der deutsche Staat in die deutschen Bürger, weil die dürfen mehr Waffen kaufen als wir. Haben Sie höhere Mordraten in Österreich? Nein, niedriger. So. Also ich finde mal, unsere Systematik, die wir haben und auch unsere Differenzierung, die wir haben, und das war ja eigentlich der Ausgangspunkt der Erörterung, dass wir aus der subjektiven Verunsicherung, die gestiegen ist, die nachvollziehbar gestiegen ist, erstens selber unsere Schlussfolgerung ziehen, dass wir polizeilich engagierter, stärker uns um die Themenfelder kümmern müssen, die wir hier erörtert haben. Das andere ist natürlich die private Reaktion darauf, die dann zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte gerne ein Hundeabwehrspray oder ich möchte gerne eine Schreckschusspistole erwerben. Das ist aber eine andere Dimension als die. Etwas, was wir nicht dürfen. Ja, aber nochmal, das ist eine andere Dimension, als dass wir jetzt noch darüber sprechen, dass wir den Katalog von kauferwerbbaren Waffen erweitern. Ich glaube, aber dass die wir Situation unser Regime, in Österreich und Deutschland ist doch die gleiche. Nein, aber darum geht es. Also die Situation ist die gleiche. Die in Österreich kaufen sie aus der gleichen Gründen ihre Waffen. Ja, aber nochmal, also wir haben ja ein eigenes Recht in Deutschland, das ja nicht zwingend dem österreichischen entsprechen muss, umgekehrt natürlich auch nicht an der Stelle. Und ich glaube, dass die Differenzierung, die wir haben, genau die richtige ist. Dass Waffen, echte Waffen in die Hände von Geschulten, von Sportschützen, von Jägern gehören nach diesen Kriterien. In der Tat, das ist ja auch der Waffenerwerb, die Waffenbesitzkarte, der große Waffenschein, ein schwieriger Weg, den man dann ja auch mit entsprechender Zuverlässigkeitsprüfung und Überprüfung durchlaufen muss. Alles für mich völlig in Ordnung. Aber eine Erweiterung in einen Kreis, der darüber hinausgeht, ist für mich kein Diskussionsthema. Ich gebe Ihnen noch einen Fall dazu, damit wir weiter diskutieren können. Und zwar ein Fall, der passiert ist in Hamburg. Da hatte einer, der eine professionelle Ausbildung hatte, nämlich ein Sportschütze, eine Waffe zu Hause. Und er ist genau wie Herr Beer in der Situation gewesen, einem Einbrecher gegenüberzustehen. Was hat er gemacht? Und das da vorne ist ein Mörder. Er hat ihn einfach umgebracht. Er hat ihn umgebracht. Es war der tollste Mensch, den man sich vorstellen kann. Der tollste Mensch. Wer so kriminell ist, muss damit rechnen, dass ihm mal irgendwas passiert. Dieser Fall polarisierte die Menschen in Hamburg-Jenfeld. Juni 2015. Zwei Männer versuchen spät abends in dieses Haus einzudringen, wo der 63-jährige Dieter B. mit seinem pflegebedürftigen Vater lebt. Sie treten die Haustür ein. Dieter B. greift zu einer Waffe und schießt auf den Einbrecher, trifft ihn in der Brust. Ich hatte Panik und drückte ab, wird der Todesschütze später zitiert. Der Einbrecher stirbt auf der Flucht. Dieter B. war als Sportschütze berechtigt, Schusswaffen zu besitzen, allerdings nicht die Tatwaffe. Deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft noch. Die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aber hat sie eingestellt. Sie spricht von Notwehr. Freunde des Einbrechers, den die Polizei einen Intensivtäter nennt, sind empört. Jeder Mensch hat Sünden, macht Fehler. Aber es ist nicht gleich ein Grund, einen Menschen umzubringen. Die Nachbarn sehen das anders. Wenn zwei Mann auf einen zukommen, ich weiß doch nicht, was die vorhaben. Soll ich dann drauf gehen? Dann schieße ich vorher. Also dieser Fall hat jedenfalls die kleine Einwohnerschaft von Hamburg-Jenfeld auch gespalten. Frau Amado, ist der Mann im Recht gewesen? Man muss dazu sagen, die waren da gewesen, die Täter. Sie haben geklingelt, haben gesagt, haben Sie mal gerade hier was vorbeifahren sehen, ich glaube, es war ein Krankenwagen. Dann sind sie wieder gegangen, dann kamen sie wieder. Sie haben also die Tür eingetreten, wissend, dass da jemand zu Hause ist. War der Mann im Recht, dass er dann schießt, wenn er es denn kann? Also ich finde, da kann ich nicht beurteilen. Ja? Also ich habe mal einen Überfall erlebt, wo ich 21 Jahre alt war. Und da kamen zwei maskierte Männer rein mit Schusswaffen. Sie haben eine Ausbildung gemacht im Juwelierladen, ja, ne? Genau, Goldschmiedin. Und wir müssen dann auch Edelsteinkunde lernen. Und das habe ich da gelernt. Und das war im Moment, man weiß ja nicht, wie man reagiert. Man kann das vorher nie lernen oder was auch immer. Ich war die Idioteste. Ja, ich bin durch den Laden gerannt. Sie hatten eine Pistole am Kopf? Ja, alles. Also ich hatte gerade den Schmuck in den Schaufenster gemacht und das haben die alles so rausgenommen. Die haben mir die Pistole an den Kopf gesetzt. Ich habe alles
wirklich gemacht, was man nicht machen sollte. Dass ich nicht irgendwie da erschossen wurde, ist heute noch ein Wunder, weil ich bin doch selbst mit nach draußen gegangen und habe die Nummer vom Auto im Kopf gehabt, ja, und die ich dann nachher auf dem Telefon weitergedrückt habe. GW besteht natürlich nicht auf dem Telefon, aber so ist man durcheinander. Das heißt, man ist in einer gewissen Schockzustand? Man weiß nie, wie man reagiert, wenn einem sowas passiert, ja. Also, und wenn man dann eine Waffe hat, ja, dann können ganz komische Dinge passieren, wenn man nicht super geschult ist, jetzt muss wie ich mal ein den Jäger Herrn Fiedler zum Beispiel. fragen. Also die Situation ist die, Sie sind ja ein ausgebildeter Polizeibeamter. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären zu Hause. Die Familie schläft oben. Der Täter kommt wieder, hat gerade geklingelt. Er steht wieder vor der Tür, hat Sie eingetreten. Sie haben die Waffe zur Hand. Was für eine Alternative gibt es eigentlich dann? Das ist aus meiner Sicht ganz glasklar und lupenrein geregelt im Notwehrrecht. Das ist eine ganz einfach. Also es ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff hier in diesem Fall. Da muss ich die Verhältnismäßigkeit wahren und dann darf ich den beenden. Also ich darf das tun, was diesen rechtswidrigen Angriff beendet. Sie haben aber gerade gesagt, und der Unterschied zwischen mir und zwischen einem normalen Bürger ist, dass ich das entsprechend studiert habe und trainiert habe. Ja. Und der unbedarfte Bürger, der ein Pfefferspray, eine Schusswaffe oder was auch immer in der Hand hat, hat das in der Regel nicht getan und kann in der Regel im Zweifel auch damit nicht umgehen, sondern es ist sogar geeignet, dass es gegen ihn verwandt wird. Jetzt stelle ich mal die ketzerische Frage, was wäre denn passiert, wenn der keine Waffe gehabt hätte? Der Sportschütze? Ja. Naja, das kann ich ja nicht beantworten. Nein, also, das sind zwei Männer, die mit der Absicht eine Tür eintreten, einen Raubüberfall oder vielleicht einen Einbruch zu begehen. Jedenfalls haben sie die Tür eingetreten, er hätte keine Waffe. Was hätte er dann? Das ist eine hypothetische Frage. Also entweder es wäre die Möglichkeit gewesen, dass gar nichts passiert wäre. Es wäre die Möglichkeit gewesen, dass er eine Axt gehabt hätte und hätte damit agiert. Also das bringt uns in der Diskussion nicht weiter. Eine hypothetische Frage, was wäre dann passiert? Uns das weiter? Die Diskussion, die uns weiterbringt, ist die Frage, was bringt uns ein Aufrüsten im Bereich solcher Hilfsmittel? Was bringt uns ein Aufrüsten im Bereich von Schreckschusswaffen? Da mache ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Also ich habe über 15 Jahre lang Selbstverteidigungskurse nebenberuflich gegeben und kann Ihnen sagen, das ist so einfach nicht. Also graben Sie mal in der Handtasche mal eben schnell, wenn Sie unterwegs sind, nach einem Pfefferspray oder benutzen zu Hause Ihre Waffe. Wo ist die gerade in der jeweiligen Situation? Also ich mache große Fragezeichen dran, dass das auch nur ansatzweise zu einer höheren Sicherheit beiträgt, wenn wir mit diesen Dingen arbeiten. Ich bin da ganz eng bei Ihnen und sage, wir müssen gesamtgesellschaftlich über das Thema diskutieren. Wir müssen über die Präventionsdinge weiter diskutieren. Das hilft uns weiter. Wir müssen die Kriminalpolizei und die Justiz entsprechend aufstellen, dass wir die professionellen Täter das Handwerk legen. Das ist eine staatliche Aufgabe. Und der Bürger hat einen Anspruch darauf, er zahlt Steuergelder dafür, dass der Staat sich hier engagiert. Und das ist ein vollkommener Irrweg, den wir hier diskutieren. Jetzt werden wahrscheinlich viele lachen und sagen, wir zahlen Steuergelder, aber wer weiß, wo die ankommen. Jedenfalls nicht in meinem Schutz, wenn bei mir häufiger eingebrochen wird. Herr Massert? Ich darf Ihnen dazu ein Beispiel aus der Praxis sagen. Es flogen 3 Albaner, kommen über einen bekannten Albaner zu mir, kommen aus dem Kosovo hierhin. Der hat in Grevenbroich, kann ich ruhig sagen, damals so ein Asylantenheim war das, da haben die genächtigt, die hatten Pistolen, haben hier und derjenige, der dort war, der hat ausgekundschafft. Die kommen zu mir, weil die kein Fahrzeug hatten. Ich bin dann nachts mit denen runtergefahren nach Sinzig, da war ein Mann, der hatte dann eine Waffe. Deswegen haben die Waffen mitgenommen. Die nehmen Waffen mit. Wenn ich weiß, dass Waffen da sind, dann nehme ich Waffen mit. Und wenn sie die Albaner oder sonst die Kosovo, ich kenne die aus eigener Erfahrung noch. Das ist also jetzt nicht, oder einen Rumänen nehmen sie mit, der vorher bei der Securita war oder wo der überall war, der ist schneller als sie. Der schießt zuerst und dann fragt er sie, wenn er weiß, dass sie eine Waffe haben. Das ist absolut kontraproduktiv. Der normale Einbrecher haut ab. Der haut ab. Und wenn sie eine vernünftige Sicherung haben, kommt er erst gar nicht rein. Aber ja auch diese welche, Gewalttäter, die sowieso sind, die einen Raub, die einen Raub planen und durchführen. Die führen den durch, ob sie ein Maschinengewehr haben oder ob sie eine Kanone zu Hause haben. Aber dann braucht man doch mehr Schutz von Polizei. Aber es heißt doch immer, jedes Opfer zählt. Also wir hatten letztes Jahr 2 Opfer, die einfach auch mal zu zählen haben. Das ist eine 80-jährige Frau, die nicht einfach nur ausgeraubt wurde, sondern gefesselt und geknebelt wurde und über der Nacht, weil sie erst am nächsten Morgen gefunden worden ist, verstorben ist. Das andere ist der junge Mann, der auch gefesselt und geknebelt wurde und den man mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat, um rauszukriegen, wo er denn noch was versteckt hat. Die Frage ist wir haben Pfefferspray, wir haben Schreckschusswaffe und wir haben
eventuell eine andere Sache. Wir kennen aus dem Fernsehen auch 2 Storys, wo mit einer Schreckschusswaffe der normale Einbrecher verjagt wurde. Und wir kennen auch aus Amerika eben Zahlen von ausgebildeten Leuten. Nicht jeder, der dort drüben eine Waffe hat, hat eine Ausbildung, da haben Sie völlig recht. Aber die eine Ausbildung haben, das kann man ja für Deutschland auch verlangen. Ich sage ja nicht, dass es jeder Depp kriegen soll. Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Aber die eine Ausbildung haben, deeskalieren. Ja, und da passieren in 80% wird überhaupt kein Schuss abgegeben, Frage, dass jemand verletzt wird. Da muss ich doch noch mal einhaken. Die 80-jährige Frau hätte sich ja jetzt dann ausbilden müssen, dann hätte sie eine Waffe kaufen müssen, dann hätte sie im richtigen Moment die Waffe auch noch gegen den Täter. Ist das wirklich realistisch? Nee. Also genau die Gewaltspirale, die Sie gerade geschildert haben. Das ist doch dann ein gegenseitiges Aufrüsten und Wettrüsten. Das hilft uns, glaube ich, auch überhaupt nicht weiter. So, Herr Stuth, es hilft natürlich auch nicht weiter, wenn man sieht eben auf die Zahlen. Da muss ich trotzdem noch mal die Statistik bemühen. Die Aufklärung ist das eigentliche Desaster. Also ist es nicht nur so, dass die Einbrecher tatsächlich in den letzten Jahren die Einbrüche zugenommen haben, sondern auch in Ihrem Bundesland gab es ein Absinken der Aufklärungsrate. Im Durchschnitt in Deutschland sind das 16%, die aufgeklärt würden. Aber wenn man genau hinguckt, wie viele davon verurteilt werden, sind es davon nur wieder 2%. Das ist ja verschwindend gering. Da bin ich ja bei Ihnen. Ich bin ja ganz bei Ihnen. Sie sind aber zuständig. Ja, genau. Ich bin zuständig und Sie skizzieren die Lage und ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, da müssen wir was tun. Und in der Tat, wir tun was. Warum ist es denn so schwer, die Aufklärung durchzuziehen? Das kann doch, ich meine, ich zahle ja viele Steuern. So schwer, warum ist es so schwer, dass für meine Steuergelder denn die Aufklärung funktioniert? Also wenn Sie noch mal mit Ihren Steuergeldern. Ich glaube, das ist in der Tat eine ganz spannende Frage, die wir gesellschaftlich auch diskutieren müssen. Wie viel wollen wir in innere Sicherheit investieren? Wie viel in Bildung, in Infrastruktur, in Kultur? Das müssen wir dann irgendwann mal tun. Und wenn wir sagen, wir wollen überall mehr, das ist ja eine typisch deutsche Mentalität, mehr Sicherheit, mehr Kultur, mehr Bildung, mehr Infrastruktur, dann sind wir irgendwann auch bei der Frage, wir Bürgerinnen und Bürger wollen dann auch wie viel zahlen, also Steuern zahlen an der Stelle oder können über Vermögensteuer diskutieren, über sonstige Dinge. Hilft uns jetzt nicht weiter. Aber diese Verteilungsdiskussion, die haben wir jedes Jahr und das ist Ihr Hinweis, Herr Fiedler, der Finanzminister, die Finanzministerin auf der einen Seite, unsere Landesparlamente sind diejenigen, die darüber entscheiden, wie viel Personal, wie viel Polizei ich bekomme und wie viel Mittel ich zur Verfügung habe, damit meine Polizei Ermittlungsarbeiten leisten kann. Also das heißt, Sie haben einen Streit mit Ihrem Finanzminister, weil in Bayern sind tatsächlich die Zahlen der Einbrüche zurückgegangen. Nein, ich habe keinen Streit mit meiner Finanzministerin, sondern meine Finanzministerin hat mir zusätzliche Stellen bewilligt. Also ich bin mit ihr im guten Einvernehmen um die Frage, dass wir an dem Bereich was tun müssen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Man kann es aber ganz einfach erklären. Die Frage nach den Aufklärungsquoten ist ein ganz normaler statistischer Zusammenhang. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Sachbearbeiter, der Einbruchskriminalität bearbeitet, der kann am Tag nur eine gewisse Aufklärungsleistung verbringen. Und wenn die Anzahl der Taten nach oben geht, dann muss die Aufklärungsquote nach unten gehen. Und das bereitet dann wiederum ein fruchtbares Pflaster für Täter. So einfach ist der Zusammenhang. Das heißt, es muss sich im Grunde, und es tut es auch, bei den Tätern rumsprechen, wo die Entdeckungswahrscheinlichkeit hoch oder gering ist und wenn sie entdeckt werden, wie die Sanktionshöhe aussieht. Und die beiden Mechanismen, das sind ganz einfache Erstsemester kriminologische Zusammenhänge, die müssen wir wieder begreifen, die müssen wir in die Politik tragen, in die Diskussion. Und dann sind die Lösungsansätze, zumindest für die professionellen Täter, wirklich gar nicht so schwer. Also wir können es, wenn man uns lässt. Die gucken, in Bayern gibt es mehr Polizei und dass die Aufklärungsquote wird, da gehe ich nicht hin. Natürlich, das wissen wir. Wir haben Gespräche auf Telefonüberwachung gehört, wo sich die Täter exakt darüber unterhalten. Hier wird es ja zu heiß, wir gehen woanders hin. Ich vermute, dass Sie das aus Ihrer Vita heraus bestätigen werden. Wir haben in München zugeschlagen und auch in Lindau unten, aber immer mit der Prämisse, dass in Bayern die Aufklärungsquote und die Polizei am Was, Herr Stuth, machen die Bayern besser als Sie? Nein, sie haben mehr Geld. Es ist das, was wir gehört haben. Die haben in der Tat mehr Möglichkeiten. Sie haben in der Tat auch mehr Polizei, bezogen auf Einwohnerinnen und Einwohner in ihrem Land. Das ist einfach so. Insofern hat Herr Fiedler recht. Die statistischen Angaben stimmen und auch die Sachzusammenhänge stimmen zwischen Aufklärung und Justizverhalten an der Stelle. Was wir brauchen, ist in der Tat eine konsequente Linie von polizeilicher Arbeit hin über den Staatsanwalt hin bis zur Gerichtsbarkeit. Und wir müssen da in der Tat eine klare Linie fahren. Das ist der eine Ansatz. Und Sie wissen, dass ich mich sehr dafür ausgesprochen habe, dass wir auch mit denjenigen, die unsere Integrationsleistungen versuchen hier zu missbrauchen, also die tatsächlich unter dem Siegel des Flüchtlingsstatuses zu uns kommen, dass wir die uns auch genauer ansehen, dass wir möglicherweise auch die ausländerrechtlichen Möglichkeiten an der Stelle noch mal stärker in den Blick nehmen, um denjenigen auch deutlich zu machen, wer als Tourist zu uns kommt, ist so lange willkommen, solange er sich an unsere Regeln hält. Wenn er das nicht tut, dann gibt es auch einen schnellen Weg, der auch wieder rückwärts führen muss. Also die Polizei sagt, die Innenminister und die Finanzminister müssen was tun. Die Innenminister und Finanzminister sagen, wir tun schon was. Und solange nichts getan wird, profitiert Frau Triebel. Ist das so? Profitieren tue ich ja nicht, weil wir dürfen ja keine
Schreckschutzwaffen verkaufen. Und ich sage Ihnen, wenn das gesamte Geschäft ausverkauft ist, berät man ja trotzdem. Man erzählt die Vorteile und Nachteile vom Schrillalarm, vom Elektroschocker, vom Pfefferspray, von der Schreckschusswaffe. Und verkaufen tut man nichts, weil kein Nachschub da ist. Und profitieren, wie ein Kollege von mir hat gesagt, er würde gerne auf diesen Mehrumsatz verzichten, wenn die Sicherheitslage wieder anders wäre. Es macht keinen Spaß, Menschen mit Angst im Verkaufsgespräch abzuholen. Herr Fiedler, so dramatisch ist es doch wieder nicht. Auch nicht. Sie wissen ja nicht, wenn wir über unter 170.000 Einbrüchen reden, bei 80 Millionen Bevölkerung, da wollen wir jetzt mal auch, sagen wir, die Dinge wieder zurechtrücken. Aber es gibt ja auch noch die Gewalt auf der Straße. Also Einbruch ist eine Sache. Das ist klar. Und es gibt die mediale Berichterstattung seit der Silvesternacht. Und das war ja nun auch der Auslöser. Aber das ist ja nicht mit der objektiven Lage tatsächlich übereinzubringen. Also ich bin nun wirklich nicht dafür bekannt, dass ich irgendwie die Kriminalität schönrede. Ganz im Gegenteil. Aber das muss man an dieser Stelle durchaus zurechtrücken, dass es wirklich weit übers Ziel hinausgeschossen ist, was da passiert ist, was die Beantragung von kleinen Waffenscheinen und Pfefferspraykäufen. Aber das ist doch unbestritten, ist doch vollkommen klar. Das Einzige, was ich positiv finde, ist, wenn sich die Leute körperlich ertüchtigen und Selbstverteidigungskurse machen. Das sollen sie mal bitte machen, weil das noch einen positiven Gesundheitseffekt hat. Aber das ist auch nur wirklich alles. Weil wir vorher gesagt haben, also hier klang das ja an, man müsste im Prinzip jeden Hausbauer verpflichten, dass er Sicherheit ins Haus baut. Also jeden, der neu baut und jeden, der eins hat oder jeder, der mietet, soll so lange Druck machen. Haben Sie denn Ihr Haus aufgerüstet, nachdem Ihnen das passiert ist? Absolut. Ich habe früher zum Beispiel sehr schnell Home Stories gemacht. Die mache ich nicht mehr. Okay. Ja, also, aber Sie haben jetzt auch Sicherheit. Sicherheit, ein Alarm, so ein Überwachungslicht, was an und ausgeht, ja, wenn einer da durchläuft. Also ich habe mich da schon... und es ist auch nichts mehr passiert seitdem? Hallo? Bitte wegbleiben, ja. Nein. Aber das heißt also, man kann sich schon auch Man kann sich schützen und ich denke, solange die Polizei nicht die Kraft hat, um alle zu beobachten, soll man, wir leben ja in einer sehr anonymen Welt, in der Kommunikation und so, mehr kommunizieren mit Nachbarn, mit Umgebung, worin man lebt, damit man sich gegenseitig auch schützt. Und dann leben wir natürlich in einer Zeit, wo wir von alle Seiten, europäisch gesehen, miteinander zusammenarbeiten müssen, um uns abzusichern, nicht nur das Haus, aber uns ganzen Sein und unsere Freiheit. Ein großes Feld, das ist die Diskussion dieser Jahre. Danke, dass Sie den Hinweis gebracht haben. An der Stelle machen wir dann wahrscheinlich weiter, auch in der nächsten Sendung. Herzlichen Dank. Marek Amado, vielen Dank, Herr Stut, Herr Fiedler, Herr Beer, Frau Triebel. Vielen Dank, Herr Massert, dass Sie meine Gäste waren. Ihnen danke fürs Zuschauen und sage, nächste Woche an derselben Stelle sind wir wieder da. So.